Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Liam, wie geht es dir heute? Hallo Mia, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über das Aussehen einer Frau sprechen. Sprichst du gerne über das Aussehen von Menschen? Ja, das tue ich. Ich finde es interessant zu beschreiben, wie jemand aussieht. Es kann uns viel über eine Person erzählen. Super. Lass uns eine Frau beschreiben, die wir gestern im Park gesehen haben. Ich fange an. Ich habe eine Frau auf einer Bank sitzen sehen. Sie hat ein Buch gelesen. Ich habe sie auch gesehen. Sie sah sehr ruhig und glücklich aus. Was ist dir über ihr Haar aufgefallen? Sie hatte lange, wellige Haare. Sie waren braun und glänzend. Ich finde, ihr Haar war sehr schön. Ja, ich erinnere mich an ihr Haar. Es war wirklich schön. Ich habe auch bemerkt, dass sie ein einfaches Haarband trug. Das stimmt. Das Haarband war hellblau. Es passte sehr gut zu ihrem Outfit. Was ist mit ihrem Gesicht? Wie sah sie aus? Sie hatte ein rundes Gesicht mit einem warmen Lächeln. Ihre Haut war hell und glatt. Sie sah freundlich aus. Da stimme ich dir zu. Ihr Lächeln war sehr strahlend. Es machte sie noch attraktiver. Und was ist mit ihren Augen? Hast du ihre Augen bemerkt? Ja, sie hatte große, leuchtende Augen. Sie waren grün und sehr klar. Ich finde, ihre Augen waren sehr hübsch. Ich liebe grüne Augen. Sie sind so selten und schön. Genau. Ihre Augen ließen sie sehr lebhaft wirken. Ich habe auch gesehen, dass sie lange Wimpern hatte. Das ist wahr. Lange Wimpern können die Augen einer Person ausdrucksvoller machen. Lass uns jetzt über ihre Kleidung sprechen. Was hat sie getragen? Sie trug ein hellgelbes Kleid. Das Kleid war einfach, aber sehr elegant. Es hatte kurze Ärmel und saß gut. Ich erinnere mich an das Kleid. Es war sehr hell und fröhlich. Die Farbe ließ sie sehr frisch aussehen. Ja, das gelbe Kleid war perfekt für einen sonnigen Tag im Park. Sie trug auch einen leichten Cardigan, weil es etwas kühl war. Das stimmt. Der Kardigan war weiß und ließ sie sehr sanft aussehen. Ich habe auch ihre Schuhe bemerkt. Sie trug einfache flache Schuhe. Ja, sie waren braun und bequem. Ich denke, ihr ganzes Outfit war sehr gut abgestimmt. Da stimme ich zu. Manchmal können einfache Kleidungsstücke eine Person sehr elegant aussehen lassen. Ich denke, die Frau sah sehr natürlich und selbstbewusst aus. Ihr Erscheinungsbild war sehr angenehm. Es ist schön, jemanden zu sehen, der so glücklich und entspannt aussieht. Ihre Ruhe trug zu ihrer Schönheit bei. Schönheit ist nicht nur das Aussehen. Es geht auch darum, wie eine Person sich präsentiert. Ja, ich glaube, dass Selbstbewusstsein und ein Lächeln jeden attraktiver machen können. Ich habe viel gelernt, indem ich diese Frau beschrieben habe. Es macht Spaß, über Details zu sprechen. Ich empfinde das genauso. Jemanden zu beschreiben hilft mir, mein Deutsch zu üben und die Schönheit im Alltag zu sehen. Möchtest du eine andere Person beschreiben oder vielleicht über ein anderes Thema sprechen? Ich denke, ich möchte eine andere Frau beschreiben, die ich auf dem Markt gesehen habe. Sie war sehr anders als die Frau im Park. Das klingt interessant. Bitte erzähl mir mehr über sie.
Ich habe eine Frau auf dem Markt gesehen, die sehr stilvoll war. Sie hatte kurze schwarze Haare und trug ein rotes Kleid. Ein rotes Kleid? Das ist sehr gewagt und auffällig. Ja, das Kleid war sehr hell. Es hatte ein modernes Design mit einer taillierten Taille. Sie sah sehr selbstbewusst aus. Das gefällt mir. Was ist mit ihren Accessoires? Hat sie Schmuck getragen? Ja, sie trug ein paar kleine Ohrringe und ein dünnes Armband. Ich habe auch gesehen, dass sie einen schwarzen Gürtel trug, der zu ihrem Kleid passte. Ein schwarzer Gürtel ist eine schöne Ergänzung. Er lässt das Kleid noch stylischer aussehen. Sie trug auch Sonnenbrillen. Die Sonnenbrillen waren groß und modisch. Das ist sehr trendy. Große Sonnenbrillen können eine Person sehr schick wirken lassen. Ich habe auch ihre Schuhe bemerkt. Sie trug schwarze High Heels. High Heels können eine Person größer und eleganter aussehen lassen. Ja, ihr ganzes Outfit war sehr gut zusammengestellt. Sie sah aus, als würde sie zu einer Party gehen. Es ist erstaunlich, wie unterschiedliche Stile das Aussehen einer Person verändern können. Ich stimme zu. Die Frau im Park sah natürlich und ruhig aus, während die Frau auf dem Markt modern und kühn wirkte. Beide sind auf ihre Weise schön. Ich finde es schön, dass wir verschiedene Arten von Schönheit sehen können. Ihr Aussehen zu beschreiben hilft mir, die Vielfalt der Menschen zu schätzen. Ja, jeder Mensch hat seinen eigenen einzigartigen Stil und Charme. Ich denke auch, dass die Art, wie jemand lächelt und seine Körpersprache sehr wichtig sind. Absolut. Ein warmes Lächeln und eine gute Körperhaltung können jeden attraktiver machen. Ich fühle mich von diesen Frauen inspiriert. Ich möchte meine Kleidung und Accessoires sorgfältig auswählen. Das ist eine gute Idee. Manchmal können kleine Details einen großen Unterschied in unserem Aussehen und unserem Gefühl machen. Ich stimme zu. Ich werde versuchen, auf mein Aussehen und meinen Stil mehr zu achten. Ich denke, es ist wichtig, sich so zu kleiden, dass man sich selbstbewusst und wohl fühlt. Ja, wenn man sich in seiner Kleidung gut fühlt, fühlt man sich auch gut mit sich selbst. Möchtest du ein wenig über deinen eigenen Stil erzählen? Sicher. Ich trage gerne einfache und bequeme Kleidung. Oft trage ich Jeans und ein T-Shirt. Das ist schön. Ich mag lässige Kleidung auch, aber manchmal trage ich auch ein Kleid oder ein Hemd mit Kragen. Ich finde Kleider sehr feminin und sie können sehr elegant sein. Ja, das stimme ich zu. Ich trage manchmal ein Kleid, wenn ich zu einer besonderen Veranstaltung gehe. Was ist mit Farben? Magst du kräftige Farben oder eher neutrale? Ich mag beides. Ich trage im Sommer kräftige Farben und im Winter eher neutrale Farben. Das ist interessant. Ich liebe kräftige Farben wie Rot, Gelb und Blau. Kräftige Farben lassen dich herausstechen. Ich finde, sie sind perfekt für einen sonnigen Tag. Ich füge auch gerne ein paar Accessoires hinzu, wie ein Armband oder eine Halskette. Accessoires sind wichtig. Sie können dein Outfit vollständiger wirken lassen. Ja, und manchmal trage ich einen Hut oder einen Schal. Das hängt von der Saison ab. Ein Hut ist im Sommer eine gute Idee. Er schützt auch vor der Sonne. Genau. Ich wähle meine Kleidung je nach Wetter und Anlass aus. Das ist sehr klug. Sich angemessen für das Wetter zu kleiden, ist wichtig. Ich habe heute viel gelernt, indem ich über diese Frauen gesprochen habe. Es macht Spaß, verschiedene Stile zu vergleichen. Ich fühle das Gleiche. Jeder Mensch hat seine eigene Schönheit
Und es ist schön, das zu feiern. Ich werde weiterhin üben, Menschen zu beschreiben. Das hilft mir, mein Deutsch zu verbessern und die Welt auf eine neue Weise zu sehen. Ich auch. Ich genieße diese Gespräche. Sie machen das Lernen von Deutsch lustig und interessant. Danke, Liam, dass du heute mit mir gesprochen hast. Ich habe unser Gespräch wirklich genossen. Danke, Mia. Ich habe es auch sehr genossen. Ich habe neue Wörter und Ideen gelernt. Ich hoffe, wir können bald wieder über andere Themen sprechen. Vielleicht können wir das Aussehen eines Mannes beim nächsten Mal beschreiben. Das ist eine großartige Idee. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Bevor wir fertig sind, können wir noch einmal durchgehen, was wir heute besprochen haben. Natürlich, Mia. Heute haben wir 2 Frauen beschrieben. Die erste Frau war im Park. Sie hatte lange, wellige braune Haare, ein rundes Gesicht, grüne Augen und trug ein hellgelbes Kleid mit einem weißen Kardigan. Ja, sie sah ruhig und glücklich aus. Die zweite Frau war auf dem Markt. Sie hatte kurze schwarze Haare, ein rotes Kleid und trug stilvolle Accessoires wie Sonnenbrillen und High Heels. Das stimmt. Beide Frauen waren schön, aber auf sehr unterschiedliche Weise. Ich habe gelernt, dass Schönheit vielfältig ist und dass jede Person ihren eigenen einzigartigen Charme hat. Ich stimme zu. Es ist wichtig, die Unterschiede bei Menschen zu schätzen. Nochmals vielen Dank, Liam. Ich bin auch froh, mit dir Deutsch zu üben. Ich lerne immer etwas Neues. Wir sehen uns das nächste Mal. Hab einen tollen Tag. Du auch, Liam. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mia. Großartige Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.